Wir haben hier ein Papier des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das erstmal noch mehreren Prüfungen standhalten muss. Also dass hier das alles schon sozusagen in Stein gemeißelt ist grundlegend falsch. Diese Diskreditierung und die Kampagne gegen die Polizei, diese wirklich Hetze gegen die Polizei, das war bislang so linken und grünen Politikern vorbehalten. Was soll das Ganze? Ja, das wird ganz schwierig, denn zunächst mal weiß man gar nicht, wer AfD-Mitglied ist. Woher soll man das wissen? Muss ich Ihnen ja nicht sagen, man muss das ja nicht sagen. Man muss das übrigens auch, die Mitglieder der Deutschen Polizeigewerkschaft müssen das auch nicht bei ihrer Aufnahmeerklärung mitteilen. Das heißt, ich wüsste auch nicht, wer bei über 100.000 Mitgliedern in der DPG nun in der einen oder in der anderen Partei ist. Und dass die Frau Faeser das ungeprüft sofort an die Öffentlichkeit rausgehauen hat, ist doch ganz deutlich dem Umstand geschuldet, dass sie ablenken will von ihrem Komplettversagen in allen anderen Politikbereichen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Rainer Wendt, sonst eher zurückhaltend, haut diesmal richtig einen raus. Er zerlegt Faesers Kurs gegen die AfD, warnt vor politischem Missbrauch und sagt, was keiner hören will, der öffentliche Dienst wird zur Gesinnungskontrolle. Auf geht's! Ja, sprechen wir darüber. Rainer Wendt ist jetzt bei uns Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Schönen guten Morgen, Herr Guten Wendt. Morgen, hallo. Ja, nun haben wir also zwei Bundesländer, die direkt vorpreschen, Bayern und auch Hessen, die sagen, das hat zur Folge, dass wir mal gucken müssen, wie es eigentlich um unsere Beamten steht und deren Verfassungstreue. Vor allem der Blick natürlich jetzt auch auf die Polizei. Inwiefern ist das denn jetzt auch rein rechtlich vom Beamtenrecht überhaupt so einfach handhabbar? Ja, so einfach geht das alles nicht. Und den beiden Ministern würde ich zunächst mal anempfehlen, eine alte Polizistentugend wieder aufleben zu lassen, nämlich bei unklarer Lage sich erstmal einen Überblick verschaffen und vor allen Dingen Ruhe zu bewahren. Wir haben hier ein Papier des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das erstmal noch mehreren Prüfungen standhalten muss. Also dass hier das alles schon sozusagen in Stein gemeißelt ist grundlegend falsch. Die fachliche Überprüfung durch das Bundesinnenministerium steht noch aus. Die Beurteilung durch die Verwaltungsgerichte steht noch aus. Beurteilung durch das Verfassungsgericht steht noch aus. Also hier ist gar nichts sicher. Die Fokussierung der beiden Minister auf die Polizei, das finde ich wirklich schlimm. Das finde ich auch eine Diskreditierung eines ganzen Berufsstandes. Wieso redet man nicht davon, dass wir Extremisten im öffentlichen Dienst nicht brauchen können? Ich bin sofort dafür, wenn wir über den öffentlichen Dienst sprechen. Wenn wir sagen, im öffentlichen Dienst haben Extremisten nicht verloren, sind wir als Deutsche Polizeigewerkschaft sofort dabei und auch als Deutscher Beamtenbund, weil Extremisten haben nirgendwo im öffentlichen Dienst was verloren. Nicht in der Finanzverwaltung, nicht bei den Lehrkräften, nicht in der Ministerialverwaltung. Extremisten dürfen noch nicht mal Pförtner im öffentlichen Dienst sein. Dann werden alle in den Fokus genommen. Das passiert in einigen Bundesländern auch, wo Anwärterinnen und Anwärter eine Regelabfrage bekommen beim Landesamt und Bundesamt für Verfassungsschutz. Das funktioniert auch. Aber sich hier auf die Polizei zu fokussieren, das hat mich schon sehr überrascht, gerade von diesen beiden Ministern, denn diese Diskreditierung und die Kampagne gegen die Polizei, diese wirklich Hetze gegen die Polizei, das war bislang so linken und grünen Politikern vorbehalten. Zumindest, Herr Wendt, was Sie gerade gefordert haben, öffentlicher Dienst, der Verdi-Chef, der fordert das, dass man da natürlich auch mal hinschaut. Bin ich oft mit dem einer Meinung, aber an der Stelle. Aber selbst wenn es diese Überprüfung gibt, die Partei noch nicht mal im Verbotsverfahren ist, also nicht verboten ist, was soll das Ganze? Ja, das wird ganz schwierig, denn zunächst mal weiß man gar nicht, wer AfD-Mitglied ist. Woher soll man das wissen? Muss ich Ihnen ja nicht sagen, man muss das ja nicht sagen. Man muss das übrigens auch, die Mitglieder der Deutschen Polizeigewerkschaft müssen das auch nicht bei ihrer Aufnahmeerklärung mitteilen. Das heißt, ich wüsste auch nicht, wer bei über 100.000 Mitgliedern in der DPG nun in der einen oder in der anderen Partei ist. Der Beamte selbst hat überhaupt gar keine Offenbarungspflicht gegenüber seinem Dienstherrn. Und was noch dazu kommt, ist, wenn man da was erforschen will, kann ich nur davor warnen, die Grenzen des Rechtsstaates einzuhalten. Also wer jetzt glaubt, in den privaten Accounts beispielsweise der Kolleginnen und Kollegen herumwühlen zu dürfen, dem kann ich nur sagen, er braucht eine Rechtsgrundlage für. Das brauchen wir als Polizei bei jedem Ganoven auch. Und die Schutzrechte, die für jeden Ganoven gelten, die nehmen wir auch für unsere Beschäftigten in Anspruch.
Ja, aber wieso? Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist ja eigentlich diesem Misstrauen gegenüber der Polizei eher eine linksgrüne Disziplin, nun aber aus unionsgeführten Bundesländern. Was vermuten Sie denn da als Motiv von Bayern und Hessen? Ich glaube, dass man da viel zu schnell geschossen hat und nicht richtig überlegt hat und auch dieses Papier sofort für bare Münze genommen hat. Man muss erst mal in dieses Papier reinschauen. Das haben die noch gar nicht gelesen. Das haben ja bislang nur einige Journalisten. Frau Faeser hat es gelesen. Und dass die Frau Faeser das ungeprüft sofort an die Öffentlichkeit rausgehauen hat, ist doch ganz deutlich dem Umstand geschuldet, dass sie ablenken will von ihrem Komplettversagen in allen anderen Politikbereichen. Terrorbekämpfung, organisierte Kriminalitätbekämpfung, Extremismusbekämpfung, das ganze Thema Migrationskrise. Nichts hat sie vernünftig auf den Weg gebracht, beispielsweise auch nicht den Schutz unserer kritischen Infrastruktur. Auf allen Politikfeldern hat sie es vermasselt. Und jetzt will sie davon ablenken und sich als oberste Extremismusbekämpferin präsentieren. Und da sind die beiden Minister, Entschuldigung, zu schnell in die Faeser-Falle getappt und sind ihr auf den Leim gegangen. Ich glaube, wenn Sie alle noch mal richtig überlegen, dann kommen Sie zu dem guten Schluss, den Carsten Linnemann auch gemacht hat. Er hat völlig recht, wenn er sagt, jetzt erstmal Ruhe bewahren und ein Verbotsverfahren kann man damit sowieso nicht machen. Da wollen wir erstmal reinschauen in das Papier und dann zu richtigen Ergebnissen kommen, die auch belastbar sind. Alles andere sind politische Himmelfahrtskommandos. Und da steht die Union, hoffe ich, nicht für zur Verfügung. Rainer Wendt, danke für das Gespräch. Gerne. Danke Ihnen. Ganz ehrlich, Wendt hätte alles viel früher sagen müssen. Und zwar laut. Nicht jetzt, wo Faeser weg ist, sondern genau dann, als sie diesen Staat Stück für Stück auf links gebürstet hat. Aber gut, jetzt ist es raus. Und was er da sagt, hat Gewicht. Verfassungstreue Schecks, aber nur bei Polizisten, als wären Lehrer, Ministerien oder Justizbeamte per se lupenrein. Das ist nicht Rechtsstaat, das ist politische Säuberung. Und wer steckt dahinter? Natürlich Faeser, die Innenministerin mit Antifa-Vergangenheit, die lieber gegen rechts kämpft als für Sicherheit. Und die Medien klatschen Beifall. Aber jetzt kommt's. Man darf nicht vergessen, dass auch Lars Klingbeil genau aus demselben Antifa-Milieu stammt. Und der Typ steht heute da als Finanzminister, als Vizekanzler, als hätte er alles richtig gemacht. Dabei hätte er für sein komplettes Versagen längst den Koffer packen müssen. Und jetzt belohnt er sich selbst mit noch mehr Macht, während das Land vor die Hunde geht. Ganz ehrlich, so einer hat da oben nix verloren. Mr. Antifa im Nadelstreifenanzug. Wir müssen laut werden. Wir dürfen solche Leute nicht durchwinken. Nicht nochmal. Nicht in unserem Namen. Man kann über Rainer Wendt sagen, was man will. Aber diesmal hat er ins Schwarze getroffen. Leider viel zu spät. Aber besser spät als gar nicht. Denn was hier läuft, ist kein Zufall. Es ist ein gezielter Umbau. Kontrolle statt Vertrauen. Gesinnung statt Gesetz. Und wer nicht spurt, wird aussortiert. Politisch, beruflich, gesellschaftlich. Und mittendrin Leute wie Faeser und Klingbeil, die aus einem ideologischen Lager kommen, das mit Demokratie nicht viel am Hut hat, aber heute Minister spielen, als hätten sie die Verfassung erfunden. Wenn wir das einfach so laufen lassen, dann machen wir den Weg frei für Zensur, Einschüchterung und politischen Missbrauch. Deshalb like das Video, wenn du Klartext willst. Abonnier den Kanal, wenn du diesen Wahnsinn nicht länger still ertragen willst. Und schreib in die Kommentare, wie lange machen wir das noch mit? Danke fürs Zuschauen und vor allem bleibt laut. Jetzt ist nicht die Zeit für Schweigen.